Wir haben heute die Chance, mit Radenko Milakovic zu sprechen, dem Eigner der Werft J-Craft, die in Schweden produzieren. Und ich freue mich, dass wir die Zeit gefunden haben. Radenko, vielleicht erzählst du ein bisschen was über J-Craft. Ja, wann klar. gegründet, Ja. wann bist du eingestiegen? Ja. Also die Firma ist gegründet worden von einem Schweden, schwedischen Herrn, der hieß Björn Jansen, in 1999. Und er hatte damals diesen Traum, dass er eine seetüchtige, Aquarama-inspirierte Boote baut. Das hat er dann auch gemacht. Er war ein sehr wilder Kerl und er hatte viel Energie und viel Geld. Und das hat er dann auch benutzt, um das hier reinzusetzen. Und hat dann die Firma innerhalb von 12 Monaten aufgebaut, von 0 auf 35 Mitarbeiter. Und das erste Boot ging an den König von Schweden, King Carl Gustaf, der hat es auch heute noch. Das ist drüben in St. Maxim, jetzt im 23. Jahr. Und es fährt immer noch und sieht immer noch sehr gut aus. Fährt immer noch so gut wie damals. Und sag mal, wann bist du eingestiegen in die Firma? Ja, ich habe damals das ursprüngliche Modell, die 38 Fuß Cabrio Cruiser, habe ich damals gesehen in Monaco. Und habe mich da in dieses Boot verliebt. Ich wollte dieses Boot unbedingt haben. Ich habe es mir dann auch gekauft. Ich habe es zuerst 2 Monate lang gemietet und habe versucht, das alles zu lernen. Aber ich fand es am Schluss sehr schwierig und sehr kompliziert, das zu manövrieren. Okay. Das hatte, wie meintest du vorher? Wellenantrieb. Ganz genau, auf Deutsch. Mit 2 Yanmar-Motoren. Was war das Ursprungsmodell, der Name? Cabrio Cruiser. Cabrio Cruiser. Ein 38 Fuß Cabrio Cruiser. Und das, wenn du siehst oft in der Presse heute noch Bilder vom König, Ja. King Carl Gustaf. Und du siehst ihn oft auf dem Boot. Vor ein paar Wochen war es in der Bildzeitung. Okay. Überall. Zum Beispiel. Das Boot, wie gesagt, benutzt er heute auch immer noch. Aber wenn du dir unsere Website anguckst, dann siehst du 2 Boote im ersten Video, das auftaucht. Und das weiße Boot, das ist eine 38 Fuß und das blaue Boot ist die 42 Fuß Torpedo, dieses Modell. Und du kannst ja eigentlich visuell, es ist sehr schwer, sie zu unterscheiden, außer sie stehen direkt nebeneinander. Okay. Aber dich hat die Manövrierbarkeit nicht richtig überzeugt und dann hast du dir was Korrekt. Und dann kam ich zu Björn und meinte, können wir dieses verändern und jenes verändern und ich würde das gern machen und jenes. Ich habe über Volvo Penta IPS gehört. Ich habe gehört, dass es wirklich gut ist und sehr manövrierfähig. Und ich brauchte einfach ein Boot, weil ich bin ja nicht neben der See geboren worden. Ich bin am Bodensee geboren worden. Aber ich kannte mich einfach nicht aus mit Booten. Und ich wollte einfach ein Boot haben, wo ich sehr großes Selbstbewusstsein haben kann, wenn ich damit rumfahre. Mit meiner Familie, mit meinen Kindern und so weiter. Und deswegen wollte ich ein IPS-System hineinsetzen. Und der Björn meinte dann zu mir, pass auf, ich bin zu alt und ich bin zu krank. Und leider war es auch. Wir haben uns dann darauf geeinigt, dass ich nicht nur das Boot kaufe, also die alte 38 Fuß, sondern auch die Firma. Und die habe ich dann gekauft. Und wir haben daraufhin im gleichen Spirit, im gleichen Sinne von Björn, dieses Boot, dieses Modell hier gebaut. Das kam dann spät 2009 raus. Und seitdem haben wir eben diese 42er Torpedo gebaut. Wie viele Stück sind verkauft seitdem? Wir sind jetzt dabei, das 20. Modell auszuliefern. Das passiert jetzt, glaube ich, in 5 Tagen. Okay. Und wie du sehen kannst, ist das natürlich eine sehr geringe Stückzahl. Wir bauen sehr wenige Boote, 1, 2, manchmal 3 Boote pro Jahr. Aber das ist absichtlich. Ja? Jedes Boot, wie ich dir vorher erklärt habe, braucht ca. 8000 Arbeitsstunden. Okay. Und wenn du das dir anguckst und schaust, dass ein Mann oder eine Frau 160 Stunden pro Monat arbeiten, das sind 5 Männer und Frauen für ein Jahr. Ja, absolut. Und wir haben eine relativ geringe Kapazität. Wir haben 12 Mitarbeiter jetzt. Wir haben uns eine neue Werft jetzt zusammengesetzt, in Visby direkt. Und wir haben jetzt die Kapazität, 3 bis 4 Boote pro Jahr zu produzieren. Wie baut ihr? Rumpf ist GFK? Ja, das ist ein Fiberglass-Rumpf. In Negativform und dann... Korrekt, ja. Infused. Ja. Und wir bauen das gesamte Boot, also 95% der Wertschöpfung dieses Bootes ist schwedisch. Okay. Das heißt, wir bauen den Rumpf und das Deck selber. Wir kaufen die nicht ein und assemblieren dann die Boote, setzen sie zusammen mit verschiedenen Bestandteilen, die wir einkaufen, sondern wir bauen das gesamte Boot aus selbst. Also wir selber. Jetzt mal bestimmte Teile, wie zum Beispiel
dieses Nardi, das ist ein Original Nardi Lenkrad, kaufen wir natürlich ein. Ja, logisch. Das Volvo Penta Propulsionssystem kaufen wir ein. Aber wie du siehst hier sind viele Teile Customized, ne? Ja. Korrekt. Das Einzige, was wirklich nicht schwedisch ist, sind diese gerundeten Stahlteile, die kommen von ThyssenKrupp. Okay. Ja, aber zum Beispiel die ganzen anderen Teile hier, die du größer siehst, die kommen alle aus Schweden. 95%. Ja, 95%. Und jetzt habt ihr sehr viel Mahagoni an Bord. Ja, das ist kultivierte Mahagoni aus Westafrika. Okay. Und der kommt zu uns in roher Form und danach brauchen wir 2.500, je nachdem, Stunden, um den zu bearbeiten und der sieht dann so aus. Wie viele Schichten Lachs sind hier drauf? 18. 18. Ja, 18. Und, meine Schweden wollen es immer mehr machen, aber ich dachte, 18 ist ein schöner Kompromiss. Ja. Und wie viele Bootsbauer arbeiten bei euch? 12. Okay. 12. Wir haben also 12 Mitarbeiter in der Fabrik und wir haben dann nochmal 4 Mitarbeiter außerhalb der Fabrik. Und könntest du, wenn du wolltest, mehr Schiffe verkaufen? Du, ich weiß die Antwort darauf nicht, weil ich versuche es einfach nicht. Ich meine, unsere Warteliste, vielleicht ist das eine Antwort, ist circa zum jetzigen Zeitpunkt 2 Jahre. Okay. Ja, aber ich will nicht mehr bauen, weil ich denke, bei bis zu 4 Stück, 3 bis 4 Stück, hast du eine schöne Balance von Qualität und von richtig guter Arbeit. Und auch, du stresst die Mitarbeiter nicht, weil ich will nicht mehr als 12 Mitarbeiter in Schweden haben. Schweden ist ein sehr hohes Lohnkostanteil Land. Und mit 12 Mitarbeitern haben wir eine schöne Balance. Auch wenn der Markt jetzt nach unten gehen sollte, haben wir dann keinen Stress damit. Und demnach bist du auch noch viel auf J-Craft Booten, wenn du kannst, wenn du Zeit hast. Du, pass auf, für mich hat es mit der Liebe für das Boot angefangen und es wird auch immer so sein. Ja. Ich bin am liebsten hier und ich bin am liebsten alleine hier. Ja. Weil das ist das Schönste, wenn du am frühen Abend, ich weiß nicht, 6, 7, 8, alleine unterwegs bist, dann fühlst du richtig, wie der Stress an dir abgeht und weggeht. Und du bist einfach nur eins mit dem Meer. Und das ist wunderschön. Super, dann lassen wir dich jetzt alleine. Dankeschön, vielen Dank. Danke. Alles Gute, vielen Dank.